Sein Vater sagte zu ihm: »Du arbeitest, dein Bruder genießt. So einfach ist das.« Doch eines Tages hat er entschieden, alles hinter sich zu lassen. Mein Name ist Christian. Ich bin 27 Jahre alt. Seit ich denken kann, habe ich immer das Gefühl gehabt, dass ich in meiner Familie nur die zweite Geige gespielt habe. Nicht, weil ich mich gern beschwere, aber wenn man aufwächst und jeden Tag sieht, dass die Eltern einem Kind alles geben und dem anderen fast nichts, dann bricht etwas in einem. Mein Bruder Leonardo ist 5 Jahre älter als ich. Er war schon immer der König des Hauses. Und ich war derjenige, der seine Krone geputzt hat. Alles hat angefangen, als wir Kinder waren. Unsere Eltern, Mario und Claudia, hatten eine sehr seltsame Art, ihre Liebe und ihr Geld zu verteilen. Leonardo hat immer das Beste bekommen, weil er lächeln konnte und weil er immer dachte, er verdiene alles. Ich dagegen habe seine alten Kleider getragen, seine kaputten Spielsachen bekommen und auf einer Matratze geschlafen, die bei jeder Bewegung gequietscht hat. Wenn ich etwas wollte, hat meine Mutter mich mit diesem typischen Blick angesehen. Sei nicht egoistisch, Christian, nicht alles ist für dich. Und mein Vater hat gesagt, Leonardo ist der Älteste, er braucht mehr. Als ob ich, nur weil ich jünger war, weniger wert wäre. Ich erinnere mich noch genau an ein Weihnachten. Ich war ungefähr 10 Jahre alt. Leonardo, damals 15, hat sich ein Mountainbike gewünscht, ein richtig teures. Meine Eltern haben sich verschuldet, nur um es ihm zu kaufen. Ich wollte einfach nur einen guten Fußball, nicht teuer, einfach einen Ball. Am Weihnachtstag ist Leonardo mit seinem neuen Fahrrad durch die Straße gefahren und meine Mutter hat Fotos von ihm gemacht, als wäre er ein Filmstar. Ich habe ein paar Socken und einen billigen Plastikball bekommen, der nach dem 3. Mal Spielen geplatzt ist. Als ich gefragt habe, warum sie mir nicht den Ball gekauft haben, den ich wollte, hat mein Vater nur gesagt, sei nicht undankbar, Christian. Wir können nicht für alles Geld ausgeben. Aber für Leonardo war irgendwie immer Geld da. Mit den Jahren ist der Unterschied zwischen mir und Leonardo immer größer geworden. Leonardo war nie besonders fleißig. Er hat die Schule nur knapp geschafft und danach hat er nichts mehr gemacht. Kein Studium, kein Job, gar nichts. Aber meine Eltern haben immer eine Ausrede gefunden. Meine Mutter hat gesagt, er ist ein Freigeist, er braucht Zeit. Als wäre Faulheit plötzlich eine besondere Gabe. Ich dagegen war der Verantwortliche. Ich habe gute Noten gehabt, im Haushalt geholfen und angefangen zu arbeiten, als ich 16 war. Halbtags in einem kleinen Lebensmittelgeschäft, nicht weil ich wollte, sondern weil meine Eltern es von mir erwartet haben. Mein Vater, Mario, hat als Elektriker gearbeitet. Das Geld hat aber kaum gereicht. Meine Mutter war Hausfrau, hat manchmal Kuchen verkauft, um ein bisschen extra zu verdienen. Doch egal wie knapp es war, Leonardo hatte immer Vorrang. Als er 18 wurde, haben meine Eltern ihm ein gebrauchtes Auto gekauft. Es war nichts Besonderes, aber es fuhr. Ich musste weiter mit dem Bus zur Arbeit. Als ich meine Mutter gefragt habe, warum sie mir nicht auch helfen, hat sie nur gesagt, Leonardo braucht das Auto, um sich fortzubewegen. Du kannst dich selbst durchschlagen. Als ob meine Zeit, mein Weg, mein Leben nichts wert wären. Mit 20 habe ich die Schule mit Auszeichnung abgeschlossen und einen Vollzeitjob in einer Möbelfabrik bekommen. Es war kein Traumjob, aber ich war stolz, dass ich selbst für mein Leben sorgen konnte. Doch meine Eltern haben das sofort ausgenutzt. Mein Vater hat gesagt, Christian, die Rechnungen sind hoch, wir brauchen, dass du mehr von deinem Gehalt gibst. Und ich, dumm und gehorsam, habe es getan. Ich habe fast 70% meines Geldes abgegeben. Ich habe Strom, Wasser, Internet und sogar das Essen bezahlt. Leonardo dagegen, damals 25 Jahre alt, hat nichts gemacht. Gar nichts.
Er hat den ganzen Tag zu Hause verbracht, Videospiele gespielt, ferngesehen oder ist mit Freunden ausgegangen. Kein einziger Cent von ihm. Einmal, als ich total erschöpft von der Arbeit nach Hause gekommen bin, habe ich ihn auf dem Sofa gesehen. Ich habe gesagt, Leonardo, such dir doch einen Job, wenigstens etwas, um im Haushalt zu helfen. Er hat gelacht, als wäre das ein Witz. Arbeiten? Nein, kleiner Bruder, ich bin nicht dafür geboren. Ich bin hier, um das Leben zu genießen. Dann hat er mit diesem spöttischen Lächeln gesagt, das ich so sehr hasse: Mach du ruhig weiter, jemand muss ja die Rechnungen bezahlen. Ich wollte ihm am liebsten eine reinhauen, aber ich habe mich zurückgehalten. Ich wusste genau, wenn ich etwas tun würde, würden sich meine Eltern wieder auf seine Seite stellen. So wie immer. Mit der Zeit ist alles nur schlimmer geworden. Ich habe immer mehr gearbeitet. Doppelschichten in der Fabrik. Manchmal bis spät in die Nacht. Ich bin oft erst um 11 Uhr nach Hause gekommen. Müde, mit schmerzenden Armen und einem Rücken, der einfach nicht mehr konnte. Und dort, auf dem Sofa, saß Leonardo mit seiner neuen Spielkonsole, die meine Eltern natürlich für ihn gekauft hatten. Von welchem Geld? Von meinem, natürlich. Eines Tages habe ich die Internetrechnung gesehen. Sie war doppelt so hoch wie sonst. Sie hatten das teuerste Paket genommen, mit Premium-Kanälen und allem drum und dran, nur weil Leonardo Fußball in High Definition sehen wollte. Als ich meine Mutter darauf angesprochen habe, hat sie gesagt: Sei nicht neidisch, Christian. Dein Bruder braucht Ablenkung. Ablenkung? Wovon? Davon, den ganzen Tag nichts zu tun? Der Moment, der alles verändert hat, kam, als ich 26 war. Mein Vater hat mich in die Küche gerufen. Er saß dort mit meiner Mutter und sagte: Christian, die Rechnungen sind zu hoch. Wenn du nicht mehr gibst, schaffen wir das nicht. Ich habe schon fast 80% meines Gehalts abgegeben. Ich hatte kaum noch Geld, um mir etwas zu essen zu kaufen oder mal etwas für mich zu tun. Also habe ich gefragt: Wofür braucht ihr denn noch mehr? Mein Vater wurde nervös. Er hat nur vage gesagt: Alles wird teurer, das Leben ist hart. Aber irgendetwas hat nicht gestimmt. Einen Monat später habe ich die Wahrheit erfahren. Leonardo war mit seinen Freunden im Urlaub. Eine ganze Woche in einem All-Inclusive-Hotel am Meer. Ich habe es auf seinen Social-Media-Fotos gesehen. Leonardo mit Bier am Pool, lachend, sorglos. Als ich nach Hause kam, habe ich meine Eltern direkt damit konfrontiert. Woher hatte Leonardo das Geld für diesen Urlaub? Meine Mutter wollte das Thema wechseln, aber mein Vater hat in seinem typischen, autoritären Ton gesagt: Das geht dich nichts an. Kümmere dich darum, deinen Teil zu leisten. Da ist in mir etwas explodiert. Meine Hände haben gezittert. Ich habe gesagt: Meinen Teil? Ich bezahle alles. Strom, Wasser, Essen, sogar das verdammte Internet, damit Leonardo Fußball sehen kann. Und jetzt wollt ihr mehr, nur damit er Urlaub macht? Warum zwingt ihr ihn nicht endlich zu arbeiten? Er ist 5 Jahre älter als ich. Meine Mutter hat geschwiegen. Sie hat nur auf den Boden gesehen. Aber mein Vater ist laut geworden, rot vor Wut. Er hat geschrien: Du wirst uns nicht sagen, wie wir unsere Kinder erziehen. Leonardo ist anders. Er ist nicht zum Arbeiten gemacht wie du. Du arbeitest, dein Bruder genießt. So einfach ist das. Und wenn es dir nicht gefällt, dann geh. Diese Worte haben sich wie ein Messer in mich gebohrt. Ich habe meine Mutter angesehen, in der Hoffnung, dass sie etwas sagen würde. Aber sie hat nur leicht genickt, als wäre sie einverstanden. In diesem Moment ist etwas in mir zerbrochen. Ich habe gesagt: Ganz ruhig. Na gut, dann gehe ich. Und ihr bezahlt eure Rechnungen selbst. So einfach ist das. Das Gesicht meines Vaters hat sich verändert. Von Wut zu Schock. Meine Mutter hat die Augen weit aufgerissen. Das kannst du nicht tun, Christian, hat sie gerufen. Wir haben dir alles gegeben. Ich habe bitter gelacht. Alles? Die Reste, die übrig geblieben sind, das war alles.
Dann bin ich in mein Zimmer gegangen, habe einen Rucksack gepackt, Kleidung, Dokumente, ein bisschen Geld und bin gegangen, ohne mich zu verabschieden. Es war sinnlos. In dieser Nacht habe ich in einem billigen Hotel geschlafen. Zum ersten Mal seit Jahren habe ich mich frei gefühlt. Frei und gleichzeitig leer. In der ersten Nacht allein habe ich kaum geschlafen. Nicht, weil mir das Bett unbequem war, sondern weil mir klar wurde, dass ich mein Zuhause wirklich verlassen hatte. Aber tief in mir habe ich gespürt, ich habe das Richtige getan. In den nächsten Tagen habe ich eine kleine Wohnung gefunden. Alt, aber sauber. Zum ersten Mal in meinem Leben hatte ich meine eigene Tür, meinen eigenen Schlüssel, meine Ruhe. Ich konnte atmen. Ich konnte entscheiden, wann ich aufstehe, was ich esse, wohin mein Geld geht. Doch natürlich hat es nicht lange gedauert, bis die Anrufe kamen. 3 Tage nach meinem Auszug hat meine Mutter mich angerufen. Mit dieser Stimme, die immer Mitleid erzeugen sollte. Christian, wie konntest du uns das antun? Wir sind deine Familie. Ich habe einfach aufgelegt. Ich wollte nicht wieder in diese Falle tappen. Aber sie hat nicht aufgegeben. Ein paar Tage später hat mein Vater angerufen. Seine Stimme klang härter als sonst, aber ich konnte auch Angst darin hören. Christian, das ist kein Spiel. Wir brauchen deine Hilfe. Die Rechnungen gehen nicht auf. Komm nach Hause. Wir können das regeln. Ich habe gelacht, nicht aus Spaß, sondern aus Unglauben. Regeln was, Papa? Dass ich weiter euer Geldautomat bin, während Leonardo auf dem Sofa liegt? Nein, danke. Du hast es selbst gesagt. Wenn es mir nicht gefällt, soll ich gehen. Also bin ich gegangen. Er hat aufgelegt, ohne ein Wort zu sagen. Aber ich wusste, dass sie es wieder versuchen würden. Und genau das ist passiert. Meine Mutter hat fast jeden Tag angerufen. Manchmal hat sie gebettelt, manchmal hat sie geweint, manchmal hat sie mich beschuldigt. Christian, bitte komm zurück. Wir schaffen das nicht. Leonardo ist depressiv. Er isst kaum. Er schläft schlecht. Tut es dir gar nicht leid? Ich habe ruhig geantwortet, depressiv. Das letzte Mal, als ich ihn gesehen habe, hat er Bier getrunken und gespielt. Er sah ziemlich glücklich aus. Dann hat sie die Taktik geändert. Du bist undankbar. Wir haben dir alles gegeben. Dach, Essen, Kleidung. Ich habe tief durchgeatmet und gesagt, Kleidung? Du meinst Leonardos alte Hosen? Die Matratze, die schon durchgelegen war? Mama, bitte, hör auf. Dann habe ich aufgelegt. Mein Vater war direkter. Er hat gesagt, Christian, du bist jetzt der Mann im Haus. Dein Bruder ist nicht wie du. Aber du bist stark. Du kannst das. Komm zurück. Ich verspreche, alles wird anders. Ich habe gefragt, anders? Wie denn? Gebt ihr mir denn das große Zimmer und lasst Leonardo arbeiten? Natürlich nicht. Ich habe ruhig weitergesprochen. Wenn ihr Geld wollt, soll Leonardo arbeiten. Er ist 32, kein Kind. Mein Vater hat nur gebrüllt, misch dich nicht in deinen Bruder ein, du verstehst nichts. Ich habe aufgelegt und dieses Mal habe ich beide Nummern blockiert. Ich wollte endlich mein eigenes Leben leben. Kein Drama mehr, keine Schuldgefühle. Und weißt du was? Es hat funktioniert. Ich bin mehr ausgegangen, habe neue Freunde gefunden, im Fitnessstudio, beim Fußball, einfach beim Leben. Ich habe sogar ein Mädchen kennengelernt, Laura. Sie arbeitet in einem Café in meiner Nähe. Es war nichts Großes, aber wir haben viel gelacht, viel geredet. Zum ersten Mal konnte ich über Zukunft sprechen, ohne mich zu schämen. Mein Geld hat endlich gereicht.
Ich konnte sparen, mir kleine Dinge leisten, mir sogar mal einen freien Tag gönnen. Und ich habe gemerkt, wie sich mein Leben Stück für Stück verändert hat. Ich war nicht mehr der Junge, der sich alles gefallen lässt. Ich war frei. 3 Monate sind vergangen und ich habe endlich Frieden gefunden. Kein Telefonklingeln, keine Vorwürfe, keine Schuldgefühle. Nur mein eigenes Leben, ruhig und ehrlich. Eines Tages hat mich meine Tante Rosa angerufen, die Schwester meiner Mutter. Sie war immer die Einzige, die mich verstanden hat. Ihre Stimme klang ernst. »Christian, ich will mich nicht einmischen, aber du solltest wissen, was passiert ist.« Dann hat sie mir alles erzählt. Nachdem ich gegangen war, haben meine Eltern versucht, alles so weiterlaufen zu lassen, aber ohne mein Geld ist ihr ganzes System zusammengebrochen. Sie konnten die Miete nicht bezahlen, nicht den Strom, nicht einmal das Essen. Zuerst dachten sie, Leonardo würde einspringen, schließlich war er ja der Lieblingssohn. Aber als sie ihn baten, sich endlich einen Job zu suchen, hat er nur gelacht. Ich? Arbeiten? Niemals. Wenn Christian nicht zahlt, ist das nicht mein Problem. Und dann ist er einfach gegangen, mit ein paar Sachen in der Hand. Niemand wusste, wohin. Ohne Leonardo und ohne mich standen meine Eltern plötzlich allein da. Der Vermieter hat ihnen einen Monat Zeit gegeben, die Schulden zu zahlen. Sie konnten es nicht. Also hat er sie rausgeworfen, ohne Mitleid. Mein Vater, der immer gesagt hatte, er sei der Mann im Haus, musste sich einen Job als Klempner suchen. Er hat kaum etwas verdient. Meine Mutter hat angefangen, Mäntel zu nähen, um sie auf dem Markt zu verkaufen, aber ihre Hände haben gezittert und die Nähte waren schlecht. Sie hat fast nichts eingenommen. Jetzt leben sie in einem kleinen Zimmer in einem gefährlichen Viertel mit feuchten Wänden und einem ständigen Geruch nach Müll. Ein paar Wochen später saß ich mit Laura in einem Café. Wir haben gelacht, über kleine Dinge geredet. Da kam eine Nachricht auf mein Handy von einer unbekannten Nummer. Ich habe sie geöffnet. Es war Leonardo. »Kleiner Bruder, wie geht's? Ich habe gehört, dir geht's gut. Kannst du mir ein bisschen Geld leihen?« Ich musste laut lachen. Leonardo, der nie einen Finger krumm gemacht hat, bittet jetzt mich um Geld. Ich habe nicht geantwortet. Ich habe seine Nummer blockiert. Er sollte selbst sehen, wie es ist, ohne jemanden, der ihn rettet. Seit diesem Tag habe ich nie wieder von ihm oder meinen Eltern gehört. Manchmal denke ich an sie, aber ohne Wut, ohne Mitleid. Ich denke nur, jeder bekommt das, was er selbst erschafft. Meine Eltern haben ihr eigenes Schicksal gebaut. Sie haben einen Sohn verwöhnt und den anderen ausgenutzt, und am Ende haben sie beide verloren. Ich dagegen habe gewonnen, nicht Geld, nicht Luxus, sondern Freiheit. Echte Freiheit. Heute lebe ich ruhig mit Laura. Ich arbeite, ich spare, ich plane kleine Reisen. Manchmal trinken wir Bier am Strand, sehen den Sonnenuntergang und lachen. Laura hat mich einmal gefragt, »Hast du kein schlechtes Gewissen, Christian? Es sind doch deine Eltern.« Ich habe nachgedacht und gesagt, »Nein, ich habe sie nicht verlassen. Sie haben mich verloren. Ich habe mich nur gerettet.« Sie hat genickt, auch wenn sie es vielleicht nicht ganz verstanden hat. Aber das ist okay. Niemand versteht wirklich, wie es ist, immer der Zweite zu sein, bis man endlich aufsteht und geht. Heute, ein Jahr später, schaue ich auf mein Leben und spüre Frieden. Kein Zorn, keine Trauer, nur Stille. Ich weiß, dass ich das Richtige getan habe, und jedes Mal, wenn ich abends das Licht in meiner kleinen Wohnung ausschalte, denke ich, ich habe endlich aufgehört, für andere zu leben. Jetzt lebe ich für mich.